Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschule Schreiber. Heute befinden wir uns wieder in einer unserer Versuchsanlagen in Pohlsdorf. Pohlsdorf im Weinviertel. Das Weinviertel ist gemeinsam mit der Wachau die wichtigste Marillenanbauregion in Österreich und heute geht es um den Marillenschnitt. Etwas ganz Wesentliches beim Marillenbaumschnitt ist der richtige Schnittzeitpunkt. Normalerweise schneidet man Marillenbäume nach der Ernte, das ist von ca. Mitte August bis Mitte, Ende September, von was ich da jetzt hier spreche. Später dann, Ende September, Anfang Oktober und in den darauffolgenden Tagen, Wochen, sollte man Marillenbäume nicht mehr schneiden, da sie da schon im Idealfall ruhig werden, die Bäume nicht mehr wachsen, Wunden, die man neu beim Schnitt dann verursacht, nicht mehr richtig verheilen, den ganzen Winter offen bleiben und dann Eintrittspforten für Krankheitserreger werden. Ein weiterer sehr guter Zeitpunkt, um Marillenbäume zu schneiden, ist zum Stadium der weißen Knospe, sprich kurz vor der Blüte. Das ist im Regelfall in normalen Jahren ungefähr Mitte März hier bei uns in Pohlsdorf. Zu diesem Zeitpunkt steht der Baum schon voll in Saft, steht kurz vor der Blüte und deswegen erfolgt auch eine relativ rasche Wundverheilung nach den Schnitteingriffen. Ein klassischer Winterschnitt zum Zeitpunkt Jänner, Februar ist bei der Marille eigentlich nur in Ausnahmefällen zu empfehlen. Durch den Winterschnitt wird ja mehr Wachstum angeregt. Das kann Sinn machen bei Bäumen, die sehr, sehr schwachwüchsig sind, eventuell zum Vergreisen neigen oder in den Jahren davor deutlich zu viel Ertrag gebracht haben. Allerdings hat man dann auch immer offene Wunden im Winter, die zu diesem Zeitpunkt bei der Marille nicht verheilen. Weiters ist es bei der Marille wichtig, dass diese spätestens Ende September möglichst mit dem Triebwachstum abgeschlossen haben. Und darauf sollte man jetzt auch Schnitt, Düngung und Bewässerung abstimmen. Dass die Marillenbäume mit dem Wachstum abschließen sollten, hat den Grund, dass erst, wenn keine wachsenden Triebspitzen mehr vorhanden sind, Nährstoffe wirklich massiv ins Holz eingelagert werden, die dann im Frühjahr beim Austrieb benötigt werden. Bei der Blüte, bei der Marillenblüte im Regelfall Ende März, Anfang April bei uns hier in Pohlsdorf, hat der Marillenbaum noch keine Blätter. Der Boden ist noch relativ kalt, es können noch wenig Nährstoffe aus der Erde mobilisiert werden. Assimilatleistung hat man noch keine, weil noch keine Blätter vorhanden sind. Und hierfür werden genügend Reserve an Nährstoffe im Holz gebraucht. Marillen, sagt man, wachsen in Schüben, sprich sie beginnen einmal zu wachsen, hören wieder auf, fangen wieder an, hören wieder auf und das kann sich mehrmals im Jahr wiederholen. Wichtig ist jetzt aber, dass eben Ende September das Triebwachstum abgeschlossen ist und wie man das erkennt, möchte ich euch jetzt hier zeigen. Wenn Marillenbäume oder Triebe noch am Wachsen sind, haben sie meistens eine recht markante rote Triebspitze. Die Blätter sind dann deutlich rot gefärbt, daran kann man auch erkennen, dass sie wirklich noch stark im Wachstum sind. Hier habe ich dann einen Trieb, bei dem die Triebspitze schon abgeschlossen hat, der nicht mehr im Wachstum sich befindet. Dass dies aber erst vor kurzem passiert ist, sieht man daran, dass die Blätter an der Triebspitze noch leicht orange-rot gefärbt sind. Und im Gegensatz dazu hier wirklich dann einen vollkommen abgeschlossenen Trieb, der ruhig geworden ist, mit satten, grünen, großen Blättern und Laub. Genug jetzt zur Theorie, machen wir uns wirklich an den Baumschnitt. Genauso wie bei allen anderen Obstarten ist es auch bei der Marille am wichtigsten, immer den Faktor Licht zu berücksichtigen. Sprich, wir wollen möglichst viel Licht in den Baum hineinbekommen und das schaffen wir am besten, indem wir mit möglichst wenig Schnitteingriffen diese großen, steilen Äste hier herausnehmen, die dann viel Schatten ins Innere des Baumes werfen. Und genau das machen wir jetzt auch. Ich entferne immer hier diese großen, steilen Äste. Versuche hier mit möglichst wenig Schnitteingriffen jetzt möglichst viel Licht ins Innere des Baumes zu bringen. Entferne hier auch in der Mitte Triebe, die senkrecht nach oben stehen, weil diese vor allem auch extrem Schatten werfen. Diese Triebe leite ich jetzt immer auf schwächeres Holz, das nach außen steht, ab. Und versuche damit hier wirklich eine Art Trichter zu schaffen, in der sich das Licht innen sammeln kann. Weiters ist es bei Marillen unerlässlich, auf eine saubere Schnittführung zu achten. Bei einer sauberen Schnittführung spreche ich davon, wirklich stummelfrei zu schneiden. 3 mm Stummel sind eigentlich 3 mm zu viel.
Diese können dann bei Marillenbäumen oftmals nicht richtig verwachsen. Die Bäume reagieren sehr schnell mit Gummifluss darauf. Gummifluss ist immer ein Zeichen dafür, dass es dem Baum nicht gut geht, kann zum Beispiel ein Zeichen für Pseudomonas, für Bakterieninfektionen sein. Und eine wirklich optimale Wundverheilung ist nur dann geleistet, wenn man auch wirklich stummelfrei schneidet. Während ich jetzt hier die letzten steilen Triebe im Inneren entferne, gilt es auch noch zu erwähnen, dass kurze Spieße, so eine Faustregel von mir persönlich ist, dass alles, was kürzer ist, so als ca. 20 cm, ungefähr eine Fingerspannweite, ist, dass ich diese Triebe belasse, nicht entferne, weil gerade auf diesen kurzen Spießen trägt die Marille die meisten Früchte. Wenn man wirklich zu viel davon hat, kann man damit natürlich auch schon die erste Ausdünnmaßnahme setzen und einen Teil dieser entfernen. Allerdings, selbst wenn diese jetzt in den Baum hineinwachsen, werden sie mir nie wirklich Probleme verursachen, denn Früchte sind die größte Wuchsbremse und diese kurzen Triebe, auf denen viele Früchte dann im nächsten Jahr ansetzen, auf diesen werde ich nie starkes Wachstum haben und diese werden mir auch nie viel Schatten werfen. Abschließend kümmern wir uns jetzt auch noch bei unseren Marillenbäumen um den Wipfelschnitt. Auch hier geht es jetzt darum, in einer etwas älteren Ertragsanlage schon die Höhe etwas zu begrenzen, damit man diese in den folgenden Jahren noch gut beernten kann. Das funktioniert bei Marillen nicht anders als bei anderen Obstarten. Wir nehmen große, steile Triebe heraus, leiten sie auf schwaches, am besten Fruchtholz ab. Gleiches mache ich hier. Entfernen hier von den 3 steilen Trieben auch die 2 stärksten. Leiten hier ebenfalls wieder auf den etwas schwächeren ab. Und hier mit diesen 3 Schnitten ist eigentlich schon der ganze Schnitt des Baumwipfels passiert und das Wachstum etwas eingebremst. Abschließend möchte ich noch einmal ganz kurz und prägnant die wichtigsten Punkte des Marillenbaumschnittes zusammenfassen. Es gilt darauf zu achten, den richtigen Schnittzeitpunkt zu wählen und je nach Möglichkeit auf Winterschnitt zu verzichten und eher nach der Ernte von Mitte August bis Mitte September oder zum Stadium der weißen Knospe zu schneiden. Eine saubere Schnittführung, eine stummelfreie Schnittführung ist bei der Marille etwas ganz Essentielles und man sollte auch noch darauf achten, mit möglichst wenig Schnitten Licht in den Baum zu bekommen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns wie immer über ein Like auf dieses Video freuen und gebt uns auch bitte wie immer Feedback in den Kommentaren.